Willkommen miteinander, heute mal wieder ein Unboxing-Video, diesmal auf Deutsch. Heute habe ich das hier bekommen, was schon vor mir liegt. Razers SL Boot. Und wir schauen mal einfach rein, wie das Ganze aussieht. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe es noch nicht geöffnet. So, schauen wir mal weiter. Schön verpackt das Ganze. Wo fangen wir an? Ich spanne euch mal ein bisschen auf die Folter. Wir fangen mal erstmal bei der Frame an. Hier haben wir eine Featherlight 3 Frame von Ground Control. Eine sehr gute Frame, sehr leicht. Mit Hartplastik Anti-Rocker Wheels ohne Kugellager. Lassen sich ein bisschen drehen, aber auch nicht viel. Ich lege die Frames mal einmal an der Seite, dass wir weiter gucken können. Ich zeige euch noch einmal hier den wunderschönen Groove. Einmal die Stärke. Kommen wir jetzt mal zu dem wunderschönen Kern der Sache. Endlich auch mal ordentlich verpackt. Selten, dass ich mal einen Skate gekauft habe, der ordentlich verpackt war. So. Dann haben wir hier einmal den Boot. Oder den Schuh. Oder den Blade. Was auch immer. Fangen wir einfach mal oben an. Wir haben hier ein Rain Liner mit extra Henderson Blade Carry. Oben sehr gut gepolstert. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Ich habe andere Liner probiert, die waren oben ziemlich dick gepolstert. Da ist immer das Problem, dass nach und nach der Schaumstoff sich ein bisschen eindrückt und man immer mehr Spiel bekommt. Ich denke, das dürfte hier nicht der Fall sein. Nach hinten hin kein V-Cut. Das heißt, wir haben hier nicht diesen, es geht hier nicht so nach unten, der Ausschnitt. Aber ich denke mal, der Flex nach vorne und hinten wird trotzdem sehr gut sein. Wir haben hier eine Art, ja, was ist das? Gummi, Leder. Auf jeden Fall etwas, was den Heel Race verhindern soll. Oh, meine Kamera stellt sich wieder scharf. Das heißt, wenn das hinterher in der Schale drin sitzt, verhindert diese raue, gummiartige Oberfläche, dass der Schuh nach oben gezogen wird und somit ein unsicheres Gefühl entsteht beim Skaten. Hier hinten das Material alles verstärkt. Das heißt, es wird sich nicht so stark abnutzen und hinterher kaputt gehen. Wir haben auch hier die Seiten, wo sich hinterher dann die Kaffschrauben, diese hier, andere Seite, diese hier, die Kaffschrauben befinden, sind hier gepolstert nochmal, extra verstärkt der Liner. Das heißt, auch hier haben wir keine Abnutzungserscheinungen, die dann hinterher den Liner beschädigen würden. Dann drehen wir das Ganze mal um. Man sieht, der Liner ist unten nicht geschnürt. Wir haben oben eine Schnürung, das ist sehr wichtig. Es gibt nochmal ein bisschen im Gelenk Support. Das heißt, man hat ein sichereres Gefühl, weil es nicht so wackelt. Wir haben hier das wunderschöne Rain-Logo in Rot. Wir haben hier nochmal die Rain-Aufschrift auch in Rot, sehr schön. Vorne haben wir, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Neopren in den C-Bereich. Das heißt, auch wenn der Fuß ein bisschen größer ist, kann er hier vorne das Neopren ein bisschen rausdrücken, ohne dass quasi ein störendes Gefühl am Fuß entsteht. Ansonsten wirkt der Liner unglaublich solide. Bei mir eine raue Noppenoberfläche am Boden. Unglaublich gut verarbeitet. Das Material wirkt sehr, sehr interessant. Hier vorne die Zunge vom Liner. Auch sehr wichtig, dass die nicht zu dick ist, aber auch nicht zu dünn. Wirkt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen stabil. Das muss aber nicht nachteilig sein. Dadurch wird die wahrscheinlich nicht in euer Schienbein reinbeißen, wenn ihr es schnürt, wenn ihr es feste schnürt, da sie ein bisschen die Form bewahrt. Hier haben wir die Innensohle mit ein bisschen Shock Absorption hinten am Heel. Muss aber nicht sehr doll sein, darauf gehe ich gleich später nochmal ein, wenn wir zum Boot kommen. Ansonsten die Innensohle, eine Standard-Innensohle mit einem kleinen Special. Hier steht Avery was here. Das ist von der Tochter von Derek Henderson. Haben wir dann hier schön in Feuerrot und schwarzer Schrift.
aufgestickt. Und dann fangen wir auch mal wieder oben an und versuchen uns mal dran zu halten, von oben nach unten zu gehen. Der Buckel ist aus Metall, mit Feder gegengespannt. Die beweglichen Teile sind alle genietet und selber ist es an dem Boot festgeschraubt. Der ganz normale Receiver mit nach oben ziehen lässt er den Buckel wieder frei. Ganz normaler Klickmechanismus, wie man hört. Hier hinten haben wir die Aufnahme für den Buckel. Das heißt, wir können dieses Plastikband hier hinten reinführen, hinter dem Boot. Das geht dann quasi von hier nach hier hinten durch, auf der Innenseite. Schützt den Buckel, dass er nicht irgendwie einen Schlag kriegt und dann abreißt. Und sieht auch ästhetisch ein bisschen besser aus, wenn er hier hinten verschwindet. Hat man nicht so ein loses Plastikteil immer rumflattern. Finde ich sehr nett. Hier sieht man auch, das ist wieder geschraubt, der Receiver. Was sehr schön bei den SL-Boots ist, man kann die Teile auch farblich anders bestellen, wenn man möchte. Das heißt, wenn ihr jetzt Bock auf einen roten Buckel habt und es gibt einen roten Buckel, könnt ihr den auch noch dran montieren. Wir sehen, dass der Cuff geschraubt ist. Finde ich auch immer sehr wichtig. Genietete Cuffs traue ich nicht immer so ganz. Ich hatte schlechte Erfahrungen, dass die Nieten rausgeflogen sind. Bei starker Beanspruchung geschraubt ist immer besser. Da kann man auch dann mal zur Not die Aufnahme ersetzen, wenn die Aufnahme ein bisschen kaputt gegangen ist. Was haben wir noch? An der Seite das Razors Logo als Viking. Schön in Rot. Sehr, sehr schön. Wir haben hier nochmal die Razors Logos. Einmal unten auf den Backside Plate und einmal auf dem Boot selber. In schwarz. Dann haben wir hier das Sole Plate. Das sind verschiedene Teile, die man auch farblich anders ersetzen kann. Könnt ihr jetzt hier zum Beispiel auch nochmal rot machen, das auch nochmal rot. Entschuldigung, das Teil auch nochmal rot. Oder man macht das Backside Plate rot. Halt, um nochmal ein paar Akzente zu setzen, wenn man das möchte. Ich werde es erstmal so lassen, denke ich. Ich zeige es auch mal von unten. Man sieht, es ist geschraubt. Das Backside Plate ist geschraubt. Das Sole Plate ist geschraubt. Auch diesen Teil könnte man ersetzen. Also den kompletten Sole Plate. Haben wir auch schon gesehen. Auch hier geschraubt. Das ist eine Negative-Seite hinterher. Hier sehr interessant. Aussparungen für größere Wheels. Das heißt, wenn ihr eine Frame habt wie eine Wish Frame. Das hier ist meine Wish Frame. Ja, ein bisschen zu grell von der Seite, um das lesen zu können. Und hier sind an der Außenseite 67 mm, Innenseite 55 mm. Das Ganze so gestaltet, dass man hier einen ziemlich großen Groove bekommen kann. Und die Räder stehen halt oben ein bisschen über die Frame hinaus. Das Problem bei Boots, die jetzt nicht diese Aussparungen hier haben, ist dann, dass die Räder quasi an der Sole Plate scheuern oder dass man es gar nicht erst montieren kann. Dass man vorher mit einem Dremel oder so eine kleine Lücke reinbohren muss. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Ihr könnt es mal einmal testen. Ich halte es mal einfach an. Jawohl, und die Rollen drehen sich. Perfekt. Super. Da freue ich mich. Die Wish Frame ist nämlich ziemlich interessant. Ich muss mal noch gucken, wie ich es denn fahre. Ich bin es nicht gewohnt, Anti-Rocker zu fahren. Ich bin immer nur Flat Setups gefahren. Das heißt, alle 4 Räder auf dem Boden. Anti-Rocker ist halt 2 Räder auf dem Boden, an den Außenseiten und 2 kleine Grindwheels, die halt überhaupt nichts machen und die rollen nicht mit. Die sollen halt nur sliden auf dem Curb oder auf der Ledge und so ein bisschen Halt geben. Bin ich nicht gewohnt. Gucken wir erstmal zu den Schnürsenkeln. Ziemlich robust wirkende Schnürsenkel. Ist nichts Besonderes, sind nicht gewachst. Muss auch nicht, wie ich finde. Gewachst fühlt sich immer so komisch an. Wir haben hier schwarze, ja, wie nennt man die? Eyelets. Die halt quasi den Schnürsenkel schützen, davor durchgesteuert zu werden. Und oben als Besonderheit bei den SL-Boots nochmal farblichen Akzent gesetzt. Rote Eyelets. Finde ich sehr, sehr nice. Was haben wir sonst noch? Eine Innensohle, ein Spritzschutz. Das ist wirklich nur ein Spritzschutz. Dass halt kein Wasser hoch an deine Socken oder an die Sohle oder an den Liner geschlagen werden.
Jetzt kommen wir zum Prunkstück. Den fast fettesten Shockabsorber, den ich je gesehen habe. Der Standard Shockabsorber im SL-Boot. Wirklich unglaublich stark. Also da wird das meiste von dem Shock, wenn ihr Transition skatet oder große Airs macht, auf jeden Fall abgefedert, dass die Knie nicht so in Mitleidenschaft geraten. Und hinterher auch nicht der Rücken. Hier bei dem Shockabsorber habe ich ganz vergessen. Ja, es ist einfach zu hell hier bei mir. Hier haben wir so einen kleinen Nupsel. Der hält die Shockabsorber am Platz. Das heißt, der wird sich nicht bewegen, wenn ihr skatet. Im Boot, das ist auch sehr gut. Das trägt nochmal zur Sicherheit dabei. Man hat dann nicht dieses wackelige Gefühl, dass man im Schuh hin und her rutscht. Alles in allem ein unglaublich stylischer Boot. Das Schwarz ist unglaublich geil. Das ist so ein richtig mattes Schwarz, würde ich sagen. Nicht auf Hochglanz. Die roten Akzente nicht zu viel. Passend gesetzt, immer nur so ein ganz kleines bisschen. Understatement. Ja, die Frames passen natürlich auch ideal dazu. Ich zeige es nochmal. So würde das Setup dann vollständig aussehen mit den Frames. Auch hier wieder bei den Wheels die roten Akzente nicht zu drastisch. Auch wieder Understatement, die schwarze Frame, Featherlight Frame. Auch perfekt dazu. Ja, alles in allem ein super Boot. Und ich freue mich schon, die einmal zu testen. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, da ich gerade noch dabei bin, meine USD Carbons zu testen mit dem 50-50 Setup. Und sobald ich damit fertig bin, wird auf jeden Fall der Henderson Boot getestet. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Lasst mal einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Sagt mir mal kurz Bescheid, was euch nicht gefallen hat. Ich übe noch, das ist jetzt so mein erstes Video. Mein zweites Video, mein erstes auf Deutsch. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich versuche immer mal wieder was zu machen. Bisschen schwierig mit der Arbeit, aber ich versuche es zumindest. Vielen Dank und auf Wiedersehen.